Moin moin ihr lieben Landratten, Seebären und Bärtige. Willkommen zu einem neuen Abenteuer zu Lorian Tucker. Moment mal eben. So, es ist besser. Nein, nicht was ihr denkt. So, ja. Ich spreche jetzt mit Admiral Tenier mal. I have new missions for you. Feind der Starfleet Mine. Intelligence has decoded the list of Riemann targets that you recovered from the vault. I need you to investigate one of these locations and determine why Obisek and his forces planned an attack there. The Vahar system is still technically part of the Romulan Star Empire, but Ferengi speculators have moved in, and the Empress has done nothing to remove them. The Ferengi have reopened the mines and are now doing business with anyone with Latinum. You will go to the Vahar system under the pretense of negotiating a possible trade agreement with the Federation. Talk to Madran, the operator of the mines. Convince him to allow you access. Find out all you can. Once we know why Obisek and the Riemans are targeting these mines, then we will be able to decide how to proceed. Wird gemacht, Admiral. I have new missions for you. Tja, dann beam ich mich mal nach oben. Eurikia, eine Person hochbeamen. Dann verlassen wir mal das System. Maximum Warp. Energie. Setzen Sie Kurs. Kurs eingegeben, Captain. Energie.
Captain, die Remaner planen einen Magnestinmine in diesem Bereich anzugreifen, aber die Liste, die wir geborgen haben, enthält keine genauen Koordinaten. Ich weiß, dass wir im richtigen Bereich sind, aber alle Monde dieses Systems sind bewohnt und unsere Sensoren werden durch das Magnesit beeinträchtigt. Wir müssen jeden Mond kontaktieren, um bestimmen zu können, welche davon die Remaner tatsächlich ins Visier genommen haben. Machen wir es so. You've stuck your nose in our business for the last time, Starfleet! All ships, attack! Attack! This moon is private property. No solicitors, beggars, or Starfleet allowed. Sie sind hier aber nicht besonders gastfreundlich, oder? Das ist eine gefährliche Gegend und seit der Zerstörung von Romulus ist es nur noch schlimmer geworden. Es könnte schwierig werden, jemanden zu finden, der uns vertraut. Die logische Alternative liegt auf der Hand, Captain. In der Tat, Tamaf. In der Tat. Computerlogbuch Sternzeit 86104,9. Wir sind in diesem System geflogen, um herauszufinden, welche der Ziele die Remaner angreifen wollen. Ich ahne nichts Gutes. Hello, my good friends. I'm so happy to meet you. Perhaps you are in the market for some high-quality magnesite? We have the finest ore in the quadrant. On behalf of the miners and residents here, I'm more than happy to welcome you to our home. Please transport to the surface. Die sehen genauso aus wie die meine Eltern mal begegnet sind. Das waren aber ziemliche widerliche Piraten. Die hatten damals die Enterprise überfallen. Die Besatzung betäubt und sie dann ausgeraubt. Naja, Captain Archer, mein Vater und meine Mutter konnten das Gott sei Dank verhindern.
Unfortunately, the large amounts of extremely pure magnesite ore in the core of our little world will interfere with your sensors. For safety reasons, I must insist that you use the transporter signal enhancers that I have installed at my own expense. Also, I know you Starfleet types are so fond of your away teams, but could you please restrict the number of crew you bring down to the surface? My people here aren't used to strangers, and you wouldn't want to disrupt their work, would you? Wir sind bereit zum Runterbeamen, wenn Sie es befehlen, Captain. Einverstanden, Tamav. Ich nehme Tamav mit. Oder nein, ich nehme Caroline Fletcher mit. Fertig machen zu Beam. Energie. Das muss wohl, glaube ich, mal ein Planet gewesen sein. Also rein logisch gesehen könnten solche Monde einfach nicht so einfach, na? Oder? Ja, ich bin Techniker und kein Physiker oder sowas. Eine Rolle nach vorn. Fideri und Fidera. On behalf of everyone on this forsaken rock, let me be the first to welcome you to Hathara. As you can see, we don't have time for pleasantries, and I'm not sharing my Tranya stash with you. So, why don't we skip the chit-chat and get down to business? Natürlich. Ich habe gehört, dass Sie eine ausgezeichnete Quelle für Magnesit sind. Was macht Ihre Mine besser als andere im Sektor? Unfortunately, I cannot call this mine my own. I'm just a middleman. Out of the goodness of my heart, I help the residents here pass on the products of their hard work to commercial entities such as yourself. The minuscule transaction fee and trade tariff I keep to offset my expenses is figured into the unit cost of the ore. My operation has become one of the best in the area because of the high demand for my services from both sides. I provide the best mining equipment and supplies in the sector to the miners, while my customers get competitive pricing on the ore they need. Haben Sie weitere Informationen zur Mine selbst? I don't pay much attention to that. Miners have empty carts and they return with ones filled with ore. If you're that interested, you could visit the mines themselves, but I don't recommend it. It's such a dirty, disagreeable business. And I'm convinced that breathing ore dust for too long is terrible for you. The miners who live near my quarters used to keep me up night after night with their dreadful coughing. I had to install soundproofing just to get some sleep. Are you sure you wouldn't rather look at the ore I have for sale? Danke, aber ich würde gern zuerst mit dem Bergarbeiter reden.
Really? Suit yourself. Just remember, I have an exclusive contract to export magnesite ore from this moon. If you try to cut me out of your deals, you'll regret it. Ich habe nur ein paar Fragen, bevor wir ein Geschäft miteinander abwickeln. Ich komme wieder, wenn ich es soweit bin. Madran wird uns keine Antwort auf unsere Fragen geben, warum die Remaner diesen Platz anvisieren aus Angst, dass er uns vor einem möglichen Kauf wegkrault. Wenn wir einige der Bewohner fragen, was hier los ist, liefern sie vielleicht mehr Informationen. Eine sehr logische Schlussfolgerung, Caroline. I'm sorry, I really can't talk at the moment. I have to finish a survey of the area so the miners can start work on a new mine shaft. Gibt es etwas, womit ich helfen kann? As much as I'd appreciate someone else to lug around this heavy equipment, it's all very delicate, and I'd only trust a capable scientist to help me. Wenn ich jemanden treffe, der helfen kann, sende ich ihn zu Ihnen. I can't talk to you. I can't talk to anyone. I'm on the run. And if those thugs see me talking to you, then you'll be in danger too. Gibt es etwas, womit ich helfen kann? Look at you. You're almost as scrawny as I am, and I haven't eaten in 2 days. Thanks, but I need a real fighter on my side. These guys would kill you, and I don't want your blood on my hands. Wenn ich jemanden treffe, der helfen kann, sende ich ihn zu ihm. Faszinierend. I don't have time to talk to you right now. I need to repair this drill so I can make a living. Gibt es etwas, womit ich helfen kann? Not unless you know anything about laser induction coils. You don't by any chance know anything about laser induction coils, do you? Ja, tatsächlich. If I ask Madran for a replacement laser induction coil, he'll charge me 100 times what it's worth. He's the only one who brings supplies to this planet. I remember when we had regular contact with the home world and my brother there would send a package of sweets for my children in every transport. Now, I can't dwell on the past. My problem is this broken drill. I have to fix it or I won't make quota. We salvage parts from old equipment and sometimes other people here will trade components. But this requires some specific components. If you think you can help me, I'll mark your map with the locations of some people who might have what we need. Das ist doch echt faszinierend. Lieutenant,
Dieser Bergarbeiter glaubt, dass Madran uns zu Schuldeintreibung geschickt hat. Wir müssen ihn schnappen und aufklären. Wir sind nicht wegen Latinum her. Wir brauchen eine Hilfe, um die Bohrer zu reparieren. Ich will doch gar nichts tun. Sag mal. Don't hurt me. I don't have the latinum now, but I can... Oh? Madran didn't send you here to break my kneecaps? Nein, natürlich nicht. Wenn du genau mal hinsiehst, ich bin von der Sternflotte. Und dazu auch noch Vulkanier. I have a daughter in the radar system. I thought I could contact her to send me some latinum. But Madran won't let me use the subspace array. You see, I owe him some money. And I didn't make my quota last month because I was sick and... But that's life, isn't it? All you can do is try to hang on to whatever you have left. I'll give you the part you need. Take it, and I hope it solves your problem. Danke. Wir haben hier nicht häufig Fremde. Was wollen Sie? Nee. Ich habe ein paar Ersatzteile. Ich bin sicher, dass ich das habe, was Sie brauchen, um den Bohrer wieder funktionsfähig zu machen. Dankeschön. Das. Sie sind hier ein Außenseiter. Warum sollen wir Ihnen trauen? Ich könnte diesen Ersatzteil jemandem geben, der wirklich braucht.
Sagen Sie mir, wie vermeiden Sie es, Ihren Bohrer abzubrechen, wenn Sie eine Magnesitasche stoßen? Die Drehzahlspitze Captain, Magnesit reagiert nicht auf. Weder, vielleicht sollten wir stattdessen eine Antwortmarke. Ich hasse das. Alter Falter. Und dann auch noch irgendwie, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Das habe ich das letzte Mal schon mal gemacht und nee, man kommt hier richtig doof vor. Falscher Ort. Mann, hier verläuft man sich ja. Thank you. With these parts I can fix this drill and get back to work. I need to make my quota today or Madran will cut my pay again. I already owe him so much latinum, I don't know how I'll ever repay it. He brings in food and supplies that we need, but the prices are so high. I remember the dark days after we lost Romulus. There were no supply shipments for months. I had to listen to my children cry because they were so hungry. I might spend the rest of my life in debt, but I have a life. To answer your question, though, I don't know what makes this mine different from any other mine. The magnesite isn't any different. Maybe there are some veins with less impurities in the lower levels of the mine. I wouldn't know. There's a group of thugs who keep everyone away from those areas. And I won't risk a beating just to satisfy my curiosity. If you want to risk checking it out, that's your business. You want to go in the mine? Are you really interested in buying any magnesite? Or are you just here to cause trouble? Because if it's the latter, I know someplace you can start a little ruckus. There's a gang that controls the bottom levels of the mine. They won't even let me in there. Previously, I allowed them to keep their little kingdom in exchange for information. But lately, they've been more trouble than they're worth. And the intel they're feeding me is useless. Honestly, who doesn't know about the Breen invasion of the fairy space? Ich werde mir diese Information zu Herzen nehmen. Bis später. Komm. Das war doch mal ein Planet. Oder was auch ein Mond.
What do you want? Ich möchte in diesen Bereich hinein. This area is restricted. Only people my friends and I like may enter. And I don't like you! Wenn Sie mich etwas besser kennenlernen, mögen Sie mich vielleicht besser leiden. You don't belong here, and I'm done talking with you. Leave now, or suffer the consequences. Es war mir eine Freude, meine Zeit mit Ihnen zu verschwenden. So, hat er nun davon. Er hätte mich einfach durchgehen lassen sollen. Aua. Captain, da ist eine Reihe von Druckplatten in diesem Bereich. Sie sind nicht sehr modern, aber die Romulaner müssen vielleicht auf veraltete Sicherheitsmaßnahmen zurückgreifen, weil die Magnetitader in dieser Höhle Störungen auslösen. Das Problem ist, dass das Magnesit unsere Tricorder nahezu nutzlos macht. Wenn es etwas auf diesem Mond gibt, das die Remaner so sehr eliminieren wollten, dass sie Teleronwaffen benutzen würden, dann müsste es hier sein. Ja. Wir müssen herausfinden, wie man diese Druckplatten verwendet und enthüllen, was immer die Romaner so versuchen. Ich vermute, dass wir 2 davon aktivieren müssen, um die Tür zu öffnen. Es ist richtig logisch. Und sowas ist ein Mensch. So.
Sesam, öffne dich! I give the orders here, Commander. You are out of line. With all due respect, sir, there is a difference between protecting the Empire from her enemies and provoking... There is much here you do not understand, Janik. The Remans need to know their place. As do you. I will not forget your insubordination, Commander. The Tal Shiar has no place for officers who cannot follow orders. I'll be in the command center. Colonel, they were civilians! Their blood is on our hands! Get used to it. There will be more. Speaking of which, why don't you clean out the brig before you become a resident there? Die Raum scheint völlig in ihre Arbeit vertieft zu sein. Es würde mich nicht wundern, wenn wir uns anschleichen können, ohne dass sie uns merken. Feind der Mine ist tot. Hakif hat ihnen befohlen, die Tunnel zu erforschen. Wir fanden organische Überreste und sein vollständigen entladener Disruptor lag in der Nähe. Es sah so, als sei er geschmolzen. Ich denke, wir sollten diesen Bereich der Mine abtrennen und die Kreatur hier unten nicht stören. 6 Läuse sind bereits gestorben. 5 waren Bergarbeiter und deshalb verschmerzlich, aber auch Mine war viel entsprechend. Ich weiß, dass er zu gegebener Zeit ein guter Offizier geworden wäre. Ich habe Colonel Hakif gebeten, Verstärkung anzufordern, wenn er unbedingt Leute bei der Untersuchung der Mine töten will. Dann soll er die Rekruten töten lassen. Boah, der Taschia ist ja echt furchtbar. Wir haben in der Nähe gebohrt, als wir durch eine Wand in diese Kammer brachen, die auf unsere Scans nicht zu sehen war. Verdammtes Magnetisit.
Das blockiert alles. Sensoren, Rekorder, alles nutzlos. Die Kammer ist groß und sollte für eine Ausdehnung der Basis geeignet sein. Es befindet sich mehrere sphärische Kugeln drin. Wir müssen die Art dieser Kugeln noch bestimmen, aber Janik findet sie hübsch. Sie hat eine für ihren Quartier mitgenommen. Ich habe um Erlaubnis gebeten, die Kugeln zu untersuchen zu dürfen. Sie erinnern mich an einen Bericht der Föderation, den ich einst gelesen hatte. Ich kann mich nicht an Einzelheiten erinnern, aber ich hätte was mit dem Janus-System zu tun. Das Janus-System. Faszinierend. Was müssen diese Dinger sein? Ach, egal. Dieses Loch ist durch ein... Es ist so präzise, es um zum Minentunnel zu gehören und es ist eine geringe Siliziumspur erkennbar. Seltsam, Captain. Es gibt nichts viele Kreaturen, die dazu imstande sind. Faszinierend. Was? Hä? Oh. Das scheint wohl der Arbeiter zu sein. Da schießt tatsächlich jemand. Oh. Lecker. Gebackener Romulaner. Keine Tötung. Keine Tötung. Okay, wir sind hier fertig. I almost feel sorry for you, but I have my own neck to worry about. I'll be joining you in there soon enough. If Hakeeb has his way, we all will.
Enough! I surrender. I value my life more than the Tal Shiar's secrets. I'll tell you anything you want to know. But first, you must tell me why you are here and what you want. Warum will der remanische Widerstand diese Basis zerstören? The Remans know about this base? Impossible! Only the leadership of the Tal Shiar know we're here. The Empress herself couldn't find us. I don't believe you, but it makes no difference. This is not a military installation. We listen and record here. Nothing more. There are many targets that those Reman scum would find much more tempting. Genug mit von diesen Lügen. Are you sure you want to end things like this? Ja. Personal shield losing power. Waren da nicht noch zwei? How did you find this place? What else do you know? No matter. You won't be revealing anything to your superiors. It's disappointing I cannot give you a proper interrogation. But I have much to do and little time. The self-destruct sequence has begun. This base will be your tomb. Das glaube ich nicht, Herr Kief. Reaktorerreichung.
What have you done to my mind? Es gab hier eine Plage von Spionen des Tal Shiar, aber ich habe sie soeben ausgeräuchert. Tal Shiar? I'm shocked. I had no idea. I certainly wouldn't have sent you down there if you... Say, you didn't happen to find anything valuable down there, did you? Because if you did, remember, I have an exclusive contract. Lassen Sie die Lügen sein, Madran. Ich weiß, dass Sie wussten, wer und was dort unten war. And what's it to you? This is a rough area of the quadrant, you know, and they're good neighbors. If you're not easily embarrassed, their cameras and listening devices are everywhere. I haven't had a single problem with Orions or Herodians since they moved in. And it doesn't hurt that I acquired the odd bit of information here and there. I'm a businessman, and information is big business. Wissen Sie etwas darüber, was Sie kürzlich entdeckten? Unfortunately, no. I'll admit, I was trying to find out, but their systems were locked down tight. I'm sure whatever it was had to be big news. Everyone was on edge. Janik and Hakeem were barely speaking, and I once heard Hakeem mumbling something about orders. Someone's been pulling his strings, but I don't know who. I do know that Tal Shiar takes security very seriously. If you manage to pull any files from their system, you can expect them to be heavily encoded. Trust me on that. I speak from experience. Fahren Sie fort. Now, if you'll excuse me, I have to go talk 100 Romulans into digging a new mine to replace the one you destroyed. My profit margin for this month is ruined. Sie waren eine echte Hilfe, Madran. Madran scheint nicht viel zu wissen, Captain. Oder er ist zumindest nicht bereit, mit seinen Informationen ohne Bezahlung herauszurücken. Ich glaube nicht, dass er uns noch helfen kann. Wir sollten zum Schiff zurückkehren und unserem Glück mit den Entschlüsselungen der Daten versuchen, die wir von Tajia erbeutet haben. Ich wette, dass diese nützlicher sind als alles, was Madran zu sagen hat. Eine gute Idee, Caroline. Eureka, 2 Personen hochbeamen. Energie. Computer, Datenverschlüsselung. Bitte geben Sie eine Frage ein. Tajia Dateien entschlüsseln. Hilfe. 5 Dateien hochgeladen. Hilfe, Fülle, Dringlichkeit, Wechselwirkung und Abstimmung. Dateiöffnung Hilfe. Dateihilfe. Okay. Dateistruktur analysieren. Keine anomalen Datenstruktur. Okay. Querbezug mit Sternflottenaufzeichnung. Aha. Okay, fehlerhafte Information ändern. Hoher Rat klingonische Abwehrstreitkräfte. Änderung rückgängig. Aufzeichnung Akte
des Verrates. Aha. Datei. Querverweise. Okay. Mhm. Oha. Gut. Analysieren. Anwenden. The Tal Shiar records you recovered showed that Hakiv and his forces have been targeting the Remans for months. Obasek and his followers have been driven from their homes, had their ships destroyed, and their loved ones killed or imprisoned. Some might say that Obasek's campaign against the Tal Shiar is just. However, Obasek was planning on using Thalaron weapons in the Fahar system, which would have killed hundreds of innocent civilians as well as the Tal Shiar cell there. This is the problem with revenge. Violence and fury only create more pain and suffering. Verstanden. I have new missions for you. Congratulations, Commander. So. Das war's. Mal wieder mal sehr lang geworden. Die Folge, naja. Mal mache ich das als Zweiteiler, mal bleibt es auch lang, mal ist es auch kurz. Okay, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren, abonnieren und denkt daran, Tollak, Ikan, Tollat, Moment mal eben. Tolat Ikan braucht noch eure Abstimmung. Ob der jetzt in der Föderationsflotte kommt, also A, oder zu den Klingonen B. Also nicht vergessen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, eine gute Nacht und tschüss.